Einen schönen guten Tag, liebe Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ihr seht es hier im Hintergrund schon. Wir haben dort, man muss es echt so sagen, eines der oder die beiden gefragtesten Kleinwagen 2021 stehen. Und wir werden die heute vergleichen. Der rechte ist ein Fiat 500e in der Icon-Version von Marcin. Marcin, komm mal her. Ich grüße dich doch erstmal. Servus. Marcin, dir gehört der Fiat 500e, wa? Jawohl. Mir ist es immer wichtig, das muss ich jetzt noch mal betonen. Ich finde es besser, wenn es Autos sind, die wir hier vorstellen, auch von privaten Leuten. Warum? Ich kann mit meiner Erfahrung, die ich in einem Tag, wenn ich das Auto zur Verfügung habe, nicht wiedergeben, wie jetzt jemand, du bist jetzt schon wie viele Kilometer gefahren? 4.700 zerdrückte. 4.700 Kilometer, also ich kann die Meinung einfach nicht widerspiegeln. Deswegen finde ich schön, dass du heute in dem Video dabei bist. Gern. Freut mich mega. Ja, freut mich auch. Ja, das glaube ich. Und ihr seht hier drüben auf der anderen Seite noch unsere neue Anschaffung, nämlich die Renault Zoe R110 ZE50. Meine Frau wird den Wagen jetzt immer fahren. Ich weiß nicht, ob ihr das Abholvideo schon gesehen habt. Ich hoffe doch, wenn nicht, verzeiht mir, dann seht ihr das nächste Woche. Und wir werden die beiden Fahrzeuge heute vergleichen. Das heißt, das Ziel dieses Videos soll es wirklich sein, dass ihr am Ende entscheiden könnt, ob euch der Fiat 500 eher passt oder ob euch der Renault Zoe eher passt. Das bedeutet, wir sprechen heute über das Außendesign, über die Größe von den beiden Fahrzeugen und natürlich Info-Entertainment-System, wie ist die Haptik davon, die Ladegeschwindigkeit, Leistung und die ganzen technischen Daten. Ihr wisst es also. Das bedeutet, wir werden die Fahrzeuge, ihr habt sie gesehen, sie stehen in der Waschkabine, jetzt erstmal schön putzen, erstmal schön reinigen, damit ihr ein klares Bild habt. Nach dem Intro geht es dann weiter. Bleibt dran und wenn ihr Bock habt, gebt gerne dem Video ein Like und ein Abo. Würden wir uns mega freuen. Und wir werden jetzt erstmal schön Hand anlegen, wa? Los geht's. Schaumpolitur. So ihr Lieben, wenige Minuten später haben wir jetzt hier wirklich zwei tolle, glänzende Fahrzeuge. Die Reinigung habt ihr ja gerade gesehen, absolut mega. Die Waschstraße sogar mit Ladeports, also gibt es noch nicht viele von, richtig cool. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier durchstarten, kurz für euch zur Info, wie wir vorgehen. Wir fangen beim Fahrzeug vorne an, bei beiden, gehen dann hinter ans Heck über die Seite, schauen uns die Ladeports an, schauen uns an die technischen Daten und am Ende würde ich sagen, setzen wir uns einfach mal rein, machen ein bisschen so Sitzproben und so weiter. Ich habe auch ein paar Koffer mit, da können wir das alles mal testen, wie das Kofferraumvolumen und so weiter ist. Bevor wir jetzt aber durchstarten, noch mal ein kleiner Hinweis in einer Sache, die ihr mit Sicherheit noch nicht wusstet. Marcin, kommst du bitte mal ins Bild? Und zwar hast du mir nämlich geflüstert, dass Fiat gar nicht mehr eigenständig ist, richtig? Ja, genau. Also Fiat Chrysler nicht mehr eigenständig ist, das quasi mit dem PSA-Konzern fusioniert zu Stellantis. Das war aber schon, ich meine, letztes Jahr oder so. Ja. Okay, aha, krass. Aber nichtsdestotrotz kann man ehrlicherweise auch sagen, ihr seht es alleine hier schon in diesem Schriftzug, dass Fiat diese Raffinesse, diese italienische Würze nicht verloren hat. Das muss man echt sagen, das werdet ihr auch im Video sehen. Ich würde nämlich deshalb sagen, wir fangen einfach mal vorne an. So, beide Fahrzeuge, seht ihr ja auch, haben LED-Lichter, LED-Tagfahrlichter. Das seht ihr hier einmal beim Fiat, schön umgesetzt im Design. Und hier der Renault. Beim Renault kann ich direkt auch sagen, dass sich die Front vom Renault verbessert hat im Vergleich zum alten. Wenn wir da mal gucken, der Phase 1 Renault, der war ein bisschen rundgelutscht. Hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Und jetzt hier haben sie wirklich ein paar Konturen reingebracht, kann ich ja direkt mal sagen. Wir blicken auf die Motorhaube, dann haben wir hier so eine Kontur, so ein Relief drin. Das erinnert ein bisschen an C63, blöd gesagt, der hat das auch so. Die Lichttechnik hat sich noch mal verbessert und generell finde ich die Front jetzt eindeutig ansprechender als wie davor. Zum Fiat 500 kann man natürlich sagen, ihr seht auf den ersten Blick, es ist ein 500er. Das kann man nicht wegstreiten. Die Lichter, dieses Emblem, die Motorhaube, die Form generell hat sich Fiat seit 1950er Jahre, 1960er Jahre beibehalten. Das ist echt
Mega, wirklich mega. Beide Fahrzeuge verfügen natürlich über Assistenzsysteme wie die Sensorik. Die ist zum Beispiel hier verbaut beim 500er und der Renault hat sie hier unten im Grill verbaut, auch nicht schlecht. Das heißt, ihr habt hier zum Beispiel beim Fiat, ich sag mal, einen adaptiven Tempomat. Das bedeutet, wenn ihr fahrt und vor euch ist ein LKW, der steht, dann bremst das Fahrzeug automatisch alleine. Das hat dieser Renault Zoe oder generell Renault Zoe nicht verbaut. Das ist ein bisschen schade, ist ein Komfortfeature. Ihr werdet in diesem Review merken, dass der 500e technisch weit überlegen ist dem Renault Zoe. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Außerdem verfügen beide Fahrzeuge über ein Notfallbremssystem. Das bedeutet, vor euch steht jemand, ihr seid gerade irgendwie abgelenkt, wie auch immer, dann bremsen beide Fahrzeuge selbstständig. Das ist schon dabei. Wir haben hier oben natürlich auch kamerabasiertes System. Die ist hier vorne hinter dem Rückspiegel. Beim Zoe ist das komplett identisch, also 1:1 kann man fast sagen. Und ansonsten sieht die Front bei beiden wirklich toll aus. Kommen wir jetzt mal zu der Seitenlinie des 500er. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Auf den ersten Blick seht ihr, dass es einfach ein Fiat ist. Das spiegelt sich alleine schon in den Felgen wieder, wenn wir uns mal die angucken. Das bedeutet, wir haben hier beim 500e Spielraum zwischen 16 Zoll und 17 Zoll. Alle natürlich individuell mit diesen markanten Mustern. Also ich kenne kein anderes Fahrzeug, was solche Designfelgen anbietet. Das kann man echt nicht anders sagen. Hier haben wir noch Seitenblinker. Dann geht die Linie weiter, typisch italienisch 500 mäßig, mit hier so kleinen Badges, die immer wieder uns an das Fahrzeug erinnern. Außerdem, ganz raffiniert gemacht, ich habe ja gesagt, technisch ist der Wagen echt weit. Wir haben hier keine ganz normalen Türklinken oder Türöffner, wie man es kennt, zum Beispiel beim Zoe, sondern hier ist es elektrisch. Das bedeutet, ihr habt hier drinnen einen Druckpunkt und wenn ihr das macht, öffnet sich der Wagen. Also wirklich toll gelöst. Und ihr könnt, ein weiteres cooles Feature, ihr könnt den Wagen hier drüber auch absperren. Ich meine, ihr habt zwar Keyless, klar, keine Frage, aber wenn ihr doch mal hier seid, drückt ihr auf den Knopf, ist ein ganz kleiner Knopf eingegeben und dann sperrt sich der Wagen von alleine ab. Interessanterweise geht das sogar auf der Fahrertür, Beifahrertür und hinten am Kofferraum. Das zeigen wir euch gleich. Außerdem seht ihr hinten den alttypischen Tankdeckel. Hier ist das natürlich die Ladeklappe. Das bedeutet, der Fiat hat es auf der Beifahrerseite hinten. Und ganz normal zu öffnen, ein kurzer Klapp und dann ist die schon auf. Gucken wir uns aber gleich auch im Detail an. Also Martin hat gerade auch gesagt, in der Sonne ist die Farbe wirklich sexy, muss man echt so sagen. Das ist Aquamarinblau, ist ja unser eigener Wagen, blöd gesagt, von Veronika, also meiner Frau. Und ihr gefällt die Farbe mega. Und gerade jetzt in der Sonne, diese Reflexion und sowas, das ist schon wirklich toll. Wir sehen hier auch Zoe-typisch, ganz normal die Umrisse. Da hat sich ehrlich gesagt zum Vorgängermodell, zu der Phase 1 nicht viel verändert. Das muss man klar sagen. Im Vergleich aber zum Fiat 500 haben wir hier hinten nochmal eine Tür. Das bedeutet, es ist ein Viertürer statt ein Dreitürer und man kann, bisschen zu dolle zugemacht, und man kann ehrlicherweise auch sagen, der Wagen ist jetzt 4,10 Meter lang. So, der Fiat 500e ist 3,60 Meter. Das heißt, ein halber Meter ist dieser Wagen wirklich länger und das sehen wir nachher im Innenraum. Ist einfach von der Größe, würde ich fast sagen, sogar die Kompaktklasse, nicht zum Kleinwagen. Aber das ist, wie gesagt, immer nach Belieben. Nichtsdestotrotz, 4 Türen, das Design ist einfach schlicht, da kann man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ja, ist ein Auto, ganz normale Türgriffe, kennt ihr ja von früher, da ist jetzt keine Spielerei dabei. Und die Felgen gibt es natürlich auch in 17 Zoll. Wir fahren hier 16 Zoll Standard. So ihr Lieben, kommen wir zum Heck des Fahrzeugs, des Fiat 500e. Da fallen direkt die Scheinwerfer auf. Ihr könnt fast sagen, hier ist ein E eingraviert, richtig cool gemacht vom Fiat. Und ansonsten ganz normale Frontschriftzug. Hier haben wir nochmal 500e in, ich sag mal so ein, ja, das ist kein Blau. Dieser Schriftzug ist in, ja, ich würde fast sagen, Anthrazit, oder? Nicht Anthrazit, sondern wie heißt die Farbe? Ja, mit Farben habe ich es auch nicht so. Auf jeden Fall ein helleres Blau. Und auch was direkt auffällt, ist eine Rückfahrkamera. Das Coole ist, beim 500er habt ihr eine geile Qualität als Rückfahrkamera. Nämlich die ist eine HD-Linse. Das bedeutet, eine Glaslinse. Das bedeutet, ihr habt wirklich ein glasklares Bild. Das gucken wir uns nachher mal an. Beim Renault ist das leider nicht so. Kommen wir gleich zu. Und machen wir doch mal den Kofferraum auf. Denn wer unsere Videos schaut, weiß, dass wir auch immer einen Kofferraumcheck machen. Das bedeutet, wir testen einfach mal
auch wenn es kein Langstreckenfahrzeug ist, mal wie viel Platz hier reinpasst. Wenn ich euch jetzt sage, dass hier 185 Liter reinpassen, wer kann sich denn darunter was vorstellen, ohne Mist. Deswegen, Koffer sind dabei. Ich würde sagen, wir probieren direkt mal den größten, ob der überhaupt reingeht, wa? Das ist ein richtig großer Reisekoffer, natürlich ohne Inhalt, ihr seht es hier auch. Ich lege den mal rein und bumm, drinne, ohne Probleme. Einfach verschluckt. Jetzt nehmen wir den mittleren Koffer. Das bedeutet, Martin fährt zu den Schwiegereltern oder wie auch immer. Machen wir den mal rein. Dann wird es oder könnte es eng werden. Warum? Wir haben hier die Seitenlinie und der Koffer steht natürlich ein bisschen über. Nehmen wir mal raus. Dann nehmen wir lieber mal einen kleineren, wo dann auch mal Kosmetik drin ist und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier 2 Koffer drin. Ich mache mal zu, testhalber, wa? Ihr hört ja zu und bumm. Zu ist er. Das funktioniert einmal frei. Das heißt, von 3 Koffern konnten wir 2 ohne Probleme verstauen. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich die Rückenlehnen umklappen und dann habt ihr noch mal deutlich mehr Stauraum. Marcin hat mir gerade auch gesagt, solltet ihr in Erwägung ziehen, Cabrio zu holen. Also vom 500er gibt es ja auch eine Cabrio-Version, sehr sexy, schnuckelig, muss man echt so sagen. Aber dann könnt ihr den Kofferraum total vergessen, weil dann habt ihr nur eine kleine Klappe, wo ihr Zugriff zu habt. Und da ist das hier mit den Koffern zum Beispiel, könnt ihr voll vergessen. Das müsst ihr euch halt auf jeden Fall vorher bewusst sein. Bevor wir jetzt weiter zum Renault kommen, Martin, du hast mir gerade noch ein Highlight gesagt, was mich echt ein bisschen baff macht, oder? Ja, was ist das? Da gibt es eigentlich gerade mehrere Punkte. Zum einen natürlich die 12-Volt-Steckdose, die hier drin ist. Ja, zeig mal. Ey, das gibt's nicht. Wie kann es sein? Ja. Das muss Pflicht sein in jedem Auto meines Erachtens. Wenn ihr mal eine Kühlbox oder so reinstellen wollt, ist das Pflicht. Das geht super. Und wie gesagt, an jeder Tür kann man das Fahrzeug abschließen. Ja. Und das sieht man da. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf der Kamera ist, aber ihr seht genau hier nochmal einen kleinen Knopf und dann könnt ihr das Auto nochmal abschließen separat. Sehr, sehr cool. Kann quasi hier jetzt reingreifen und dann sieht man auch, zack, mit Blinker, zack, ist aus, weg. Wahnsinn. Ja. Ich sag ja, das sind so kleine Raffinessen. Alleine ein 12-Volt-Anschluss, blöd gesagt, im Kofferraum. Das ist doch mega. Das ist mega. So, ihr Lieben, gleiches Spiel nochmal bei der Zoe. Ganz markant. Ihr seht hier auch wieder die Embleme, Zoe Schriftzug, hier nochmal ein Schriftzug reingebaut. Wir haben LED-Lichter bei beiden Fahrzeugen auch. Schön hier ein bisschen gemacht. Allerdings muss ich sagen, vom Heck, okay, wenn das jetzt meine Frau sieht, wird mich vielleicht schlagen, aber vom Heck gefällt er mir nicht ganz so. Er ist ein bisschen so rund gelutscht, so, ich weiß nicht. Dafür gefällt er mir deutlich besser vorne. Wir haben hier wieder Assistenzsysteme, ganz normal die Pieper. Und ansonsten lasst uns mal in den Kofferraum reinschauen. Wir haben hier Grundfläche einfach 338 Liter. Wir werden jetzt auch mal einen Kofferraumcheck machen. Bevor wir das machen, muss ich aber sagen, Zoe, da kriegst du zwar ein Ladekabel dazu, ist aber nicht wirklich in der Tasche. Das ist ein bisschen schade, es liegt einfach lose rum. Das hat Fiat anders gelöst, war Martin? Wir können mal gerade zeigen, wie Fiat das gemacht hat. Da habt ihr nämlich ganz cool gemacht. Schönes Täschchen, wa? Ja, das ist beim Ab La Prima dabei. Ja. Ich meine in Österreich wohl nicht, aber hier in Deutschland ist es so. Da ist dieses Kabel mit dabei, mit Schön. Handschuhen. Ja. Und es gibt sogar natürlich noch im Fiat 500e einen zweiten Boden. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht, haben wir vorhin vergessen. Wow. Da ist natürlich die Lade. Nein. Mega, Leute. Guckt euch das an. Könnt ihr alles schön verstauen drin. Toll, toll, wirklich toll. Genau, hier ist also quasi der Kompressor drin, den man an den 12 Volt betreiben kann. Dann ist hier noch das Spray, was du diese Kartusche, was du dann, wenn du einen Platten hast, dann reinmachst. Und der Ladeziegel noch. Ne? Nice, ja. Wirklich toll. Der Ladeziegel ist Serie? Ja, genau. Das gibt's nicht. Ich weiß, bei Renault kostet der extra. Ohne Mist. Okay. Bei Renault müssen wir da extra zahlen. Und auch den doppelten Ladeboden musst du auch extra zahlen. Zeige ich euch gleich mal. Dann schauen wir uns nämlich gerade hier mal den Ladeboden an, den doppelten. Wir haben es ja drüben gerade gezeigt. So sieht das dann aus. Kostet aber, wie gesagt, extra, ist nicht Serie. Ist nicht Serie. Dann lasst uns doch mal gucken, wie viel 338 Liter aussehen. Ich mache mal den großen Koffer rein. Den kennt ihr ja von gerade eben. Den packen wir hier einfach hin in die Ecke. Dann gucken wir mal, ob der hier noch reinpasst. Passt auch rein. Und jetzt nehmen wir noch den kleinen hier, normaler Kosmetikkoffer und so weiter. Können wir hier in die Ecke reinmachen. Schwupps, 3 Koffer drin. Und machen mal gucken, ob die Ladeklappe zugeht. Bumm, zu. Also hier merkt man auf jeden Fall, ist einfach ein kleiner Unterschied
zu den Größen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass der hier eigentlich in die Kompaktklasse gehört und nicht in die Kleinwagenklasse. Außerdem haben wir natürlich hier auch die Option, die Sitze umzuklappen. Und wenn ich euch mal ein bisschen herannehme, sehe ich gerade, dass man zum Beispiel hier hinten in der Ecke habt ihr noch so Zuggurte. Das heißt, ihr könnt da was dran befestigen und so weiter. Und natürlich Thema Rückfahrkamera, die haben wir hier unten. Und das ist wie gesagt eine Kunststofflinse, würde ich fast sagen. Also die Qualität ist hier wirklich nicht so toll. So, ich vermute es nicht, aber wir machen trotzdem mal bei beiden Fahrzeugen jetzt einen Frunk-Check. Martin, wie öffnest du den? Einfach hier unten. Ja. Da ist auch hier so ein Symbol. Okay. Und genau dahinter. Einfach mal klicken und dann geht es schon auf. Genau. Wow, okay. Das ist nur ganz klassisch, das kennen wir ja von verschiedenen Herstellern noch. Jetzt wollen wir mal gucken, was sich hier drinnen verbirgt. Oh, schöne Farbe, wirklich schöne Farbe. Ach, die schöne, gute Ladeelektronik. Der Bordlader ist dabei, alles dabei. Wir haben hier natürlich auch ein frontangetriebenes Fahrzeug. Jawohl, genau. Das bedeutet, ja, der Frontmotor wird auch auf der Vorderachse sein. So sieht das Ganze jetzt aus. Eine Sache, die mir direkt auffällt, auch in der Preisklasse haben wir hier Lifter dabei. Das bedeutet, da hat Fiat nicht gespart. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Skoda Enyaq, glaube ich, da sind die schon eingespart worden. VW-Konzern, ja. Ja, der VW-Konzern hat die komplett eingespart. Und nichtsdestotrotz, wir sehen hier die eingelassenen Lichter. Das sieht richtig cool aus. Haben wir hier die Elektronik dahinter. Das bedeutet, ist wirklich schön umgesetzt vom Fiat. Das kann man nicht anders sagen. Schauen wir uns das gleiche mal beim Fiat an. Schauen wir uns das gleiche mal beim Renault an. Ich mache mal die Tür auf. Hier haben wir ganz normal, ähnlich wie beim Fiat, die Klappe, die Frunk-Klappe. Das heißt der vordere Kofferraum. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob ich die Öffnung finde. Ich habe sie schon ein paar Mal nicht gefunden. Und ich finde sie wieder nicht. Ach, den Clip da. Das muss man wissen. Okay, Okay, das Also muss man das ist- wissen, Leute. Komm, wir machen es gerade nochmal. Machen wir nochmal, genau. Nochmal zu. Das heißt, hier rüberschieben. Ja. So, wir müssen es jetzt noch mal wiederholen. Männer, wir müssen Lernkurve reinkriegen. Das bedeutet, so ist jetzt aufgesprungen. Und wenn wir jetzt hier drüben, rechte Seite reingehen, haben wir hier den Hebel und dann Tada. geht's hoch. Tada! Wir haben es hingekriegt. Yay! So sieht das nämlich beim Renault aus. Also kaum Unterschied zum Fiat. Auch die ganze Ladeelektronik hier drin. Ist nicht verwunderlich, ist ja bei so Fahrzeugen normal. Wir haben ja auch Lifter drin, finde ich cool, gut gemacht. Und ansonsten, ja, sieht das so aus. Kann man jetzt eigentlich nicht viel dazu sagen. Ganz einfache Technik drin und passt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt mal, nämlich zu den technischen Daten. Hier sind überall solche Pollen, sehe ich gerade. Nicht, dass wir noch eine Allergie hier kriegen. Der Fiat 500e, so wie er jetzt hier steht in der Icon-Version, gibt es ab 29.560 €. Und hier drüben die Zoe, die gibt es blöd gesagt ab 32.990 €. Also eine kleine Preisdifferenz haben wir auf jeden Fall. Diese Preise erschrecken euch jetzt vielleicht auf den ersten Hinblick, aber man muss dazu sagen, da geht noch die BAFA ab. Also 9.100 € könnt ihr noch mal abziehen vom Preis und dann seid ihr im Schnitt bei 20.000 bis 25.000 € und habt ein vollwertiges Elektroauto. War. Das muss man echt mal sagen. Kilowattstunden Batterie, kommen wir auch mal gleich zu. Ganz typisch beim Elektroauto ist, dass sich der Akku hier unter den Fahrern befindet oder unter den Fahrersitzen, blöd gesagt. Das heißt, wir haben hier einen sehr niedrigen Schwerpunkt und die Fahrzeuge, zumindest den Fiat, der fährt sich echt wie ein Go-Kart, wa? Das ist wirklich toll. Hier beim Fiat 500e haben wir 42 Kilowattstunden verbaut, können nutzen um die 37 Kilowattstunden und haben dazu eine Reichweite von, ich sag mal, real 260, 270 Kilometer, WLTP 320. Aber ihr wisst, ich habe immer eine Formel, das sage ich in jedem Video. Nehmt den WLTP-Wert und zieht 20% ab, dann habt ihr den realen Wert, also mal 0,8 und dann passt das schon. Und wenn wir gleich jetzt hier schon mal dabei sind, dann sage ich es euch einfach, Martin, kommst du mal ein bisschen rüber hier auf die Seite, da öffne ich nämlich mal den Ladeport. So sieht das Ganze aus. Erster Blick direkt, wir haben hier schöne LEDs, die euch signalisieren, wie ist der aktuelle Zustand vom Laden. Dann haben wir hier oben Typ 2 Stecker, ich lege es mal hier dran und hier drunter CCS. Das komplette Paket ist Serie. Serie, Leute. Das ist mega. Das ist wirklich mega. Was heißt das im Klartext? Wir haben hier oben Typ 2. Das ist im Prinzip der Stecker, den ihr bei Baumärkten oder bei Aldi zum Beispiel habt. Oder wenn ihr eure Wallbox nehmt, dann habt ihr hier den Typ 2 Anschluss mit 11 kW. Serienmäßig und hier unten in Kombi mit Typ 2 habt ihr CCS. Das ist im Prinzip der Anschluss, den ihr wirklich braucht, wenn ihr mal auf der Autobahn fahrt und da mal wirklich zügig laden müsst. Warum zügig? Einige werden jetzt vielleicht grinsen, aber dieser 500e hier,
hat eine kW-Leistung von 85 und das ist mega, das ist überragend. Und das Kuriose ist, ich blende euch gerade mal die Ladekurve ein. Fiat hat es echt zustande gebracht, dass dieser Ladekurven-Peak sehr lange anhält. Der geht locker in die 80% rein, wo er noch über 50 kW lädt. Und das ist echt mega. Das heißt, ihr habt hier wirklich, ich habe es mir aufgeschrieben, in 25 Minuten 160 Kilometer mal schnell nachgeladen. Hier habt ihr außerdem einen Button, ich kann euch das mal zeigen. Hier habt ihr einen Knopf. Dieser Knopf ist zum Entriegeln da. Das heißt, wenn ihr jetzt mal irgendwo steht oder sowas und wollt jetzt nicht das Auto extra aussperren, sondern nur hier entriegeln, drückt ihr den Knopf und dann entsperrt der ganze Ladeport. Oder auch in Notfallsituationen ist schon ziemlich oft vorgekommen, muss man sagen, dass der Port einfach nicht rausgeht, obwohl das Auto offen ist. Dann könnt ihr hier einfach drüber entsperren meine ich. Und hier habt ihr noch eine LED-Anzeige, da seht ihr genau, welchen Zustand gerade der Ladeport hat. So, kommen wir jetzt mal zur Zoe. Was sind da die technischen Daten? Also hier haben wir einen etwas größeren Akku. Im Prinzip, wenn ihr mal guckt, diese ganzen Kleinwagen im Vergleich, Peugeot 208e, Opel Corsa E, den und den, dann hat der hier den größten Akku. Nämlich mit satten 55 Kilowattstunden. Nutzbar davon sind 52 Kilowattstunden. Ist genauso wie beim Fiat unterhalb des Fahrers oder der Sitze verbaut, schön im Unterboden. Habt dadurch eine Reichweite von 395 Kilometer WLTP auf dem Papier. Mit meiner Formel kommt er am Ende bei 320 Kilometer real raus. Also ein bisschen eine Kelle mehr als wie der hier. Aber jetzt muss man dazu sagen, wir haben hier vorne den Ladeport. Den entsperre ich euch gerade mal. Dann kommen wir da nämlich zu. Das können wir gerade mal zeigen, ein bisschen komisch gelöst. Also ich kann es über Fernbedienung machen. Ich muss immer diesen Knopf hier drücken. Das ist echt schade. Ich drücke diesen Knopf und dann öffnet sich vorne erst die Ladeklappe. Dann gehen wir mal vor. Jetzt fängt nämlich ein bisschen das an, wo ich ein bisschen alles monieren muss bei Renault. Und zwar Ladeklappe auf. Wir haben hier oben ZE stehen, das ist eine LED, das heißt, die ist immer farblich gekennzeichnet, wenn ihr ladet. Grün ist alles safe, blau, er versucht zu laden und so weiter. Also alles erklärt hier auch, glaube ich, an der Seite. Jetzt gehen wir mal hier rein. Wir haben einmal Typ 2, das ist klar, kennt ihr, und wir haben CCS. Jetzt kommt die Härte. Dieser CCS-Anschluss kostet 1100 € extra. Das heißt, das müsst ihr optional machen, optional buchen. Das ist der erste Schrott bei Renault, das kann ich nicht anders sagen. Und der zweite Schrott bei Renault ist einfach, dass wenn du diese CCS-Option schon kaufst, dass du dann nur mit 50 kW laden kannst. Und die noch nicht mal im Peak. Das heißt, wir haben hier, ich glaube, maximale Ladeleistung von 46 kW DC. Und das ist enttäuschend. Das ist nicht mehr aktueller Stand. Das ist nicht mehr, merke schon, wie ich mich aufrege, das ist nicht mehr zeitgemäß. Muss man echt so sagen. Peugeot lädt mit 100, Opel lädt mit 100, der Fiat lädt mit 85 und wir kommen hier angekrückt mit 50. Optional ist das ein No-Go. Das ist einfach ein No-Go. Wenn man das nämlich in Zahlen mal fasst, der Fiat schafft es in 25 Minuten 160 Kilometer zu laden und wir schaffen 160 Kilometer zu laden in 41 Minuten. Also ihr könnt fast sagen, Faktor 2, was der länger braucht. Das geht einfach nicht. Das finde ich sehr enttäuschend. Und die Ladekurve ist auch eine Enttäuschung, muss man auch so sagen. Blöd, wenn ich das jetzt hier alles so runterbäsche. Die Ladekurve blende ich euch gerade mal ein. Ihr seht, wie bereits bei 50% es einen rapiden Abfall gibt in der Kurve. Und das ist echt ein bisschen enttäuschend, muss ich so sagen. Kann ich nicht anders weglügen. Ist einfach so. Okay, ich habe mich jetzt langsam wieder beruhigt. Kommen wir jetzt mal zu den Performance-Werten der Fahrzeuge. Der Fiat 500e hat im Prinzip 87 kW verbaut mit satten 118 PS. Reicht für die Fahrzeuggröße dicke. Also es ist sehr beschleunigte. Also ihr könnt zackig durch die City fahren. Das ist ohne Probleme möglich. Martin nickt schon hier im Hintergrund. Wir haben hier satte 220 Newtonmeter drin. Von 0 auf 100, 9 Sekunden. Alles in Ordnung. Und Spitzenwert, also Höchstgeschwindigkeit, Topspeed, ist hier angegeben mit 150 Sachen. Auf der Autobahn reicht das dicke. Das ist optimal. Kommen wir mal zum Renault. Der Renault, habe ich ja gesagt, ist ein 110er. Das bedeutet, wir haben hier 109 PS ungefähr. In Klammern 80 kW, 225 Newtonmeter, auch völlig in Ordnung, Frontantrieb natürlich, 11,4 Sekunden auf 100. Wenn ihr schneller sein wollt, wenn ihr hier an die Werte vom Fiat kommen wollt, müsst ihr euch unbedingt den R135 holen. Der hat 135 PS, ist dann einfach noch ein bisschen spritziger, muss man dazu sagen. Dann seid ihr 9,5 Sekunden auf 100 und ja, Topspeed ist bei dem mit 135 Stundenkilometer angegeben, GPS, das passt auch soweit. Ja, ich meine, man heizt nicht mit den Fahrzeugen, die sind dafür da, um zackig im urbanen Zweck, im urbanen Bereich zu cruisen, rumzufahren und dafür sind die alle mal ausreichend.
Bevor wir jetzt in den Innenraum kommen, muss ich abschließend noch mal ein paar Worte sagen. Und zwar wissen wir, dass der zwar einen riesigen Akku hat, wie gesagt, im Vergleich jetzt zum Fiat, aber der Fiat kompensiert das, muss man ehrlich so sagen. Ich hatte am Anfang eine andere Ansicht, aber Marcin hat mich mittlerweile auch überzeugt. Der Fiat hat einfach durch seine Ladekurve einen extremen Vorsprung. Du lädst in der Zeit viel, viel mehr nach als wie ein Renault. Und dazu kommt noch der große Akku. Also alles im Allen. Wenn ich jetzt tendiere, abgesehen vom Platzverhältnis jetzt des Renault, dann ist das hier echt die Wahl, die man treffen kann, ohne Mist, die man beruhigt treffen kann. Ihr habt wirklich alles dabei. Und wenn ihr wirklich urbano fahrt, dann kriegt ihr den nicht tot, dann kriegt ihr den nicht tot, könnt ihr beide nehmen und einfach cruisen. So, jetzt kommen wir in den Innenraum. Fangen wir mit dem 500e mal an. Also, das ist erstmal jetzt das Seitenprofil. Ihr seht hier die Sitzstruktur, das passt alles. Und jetzt natürlich das Italienische. Die italienische Raffinesse ist absolut mega. Ich schwenke mal ein bisschen rum. Wir sehen hier dieses fein, das ist Holz, oder? Das fein karierte Holz? Ich weiß nicht, ob das Holz oder Holzimitat, aber es ist auf jeden Fall im Holzlook. Ja, absolut mega. Wir haben hier die Chromleiste. Dann haben wir hier die Modi, sprich Parken, rückwärts, N und D. Das kennt ihr alles vom Automatikgetriebe. Die Mittelkonsole haben wir hier auch mit den ganzen Modi. Da erklärst du mir gleich mal zu was. Da habe ich was gelesen. Da gibt es 3 Modi. Hier haben wir ein schönes Staufach. Wa? Kann man entspannt mal was reinlegen. Und eine Mittelkonsole, die auch wieder Serie ist. Wa? Die musste ich extra kaufen beim Renault. Die ist hier, das ist das Comfort-Paket. Ja? Die ist Bestandteil vom Comfort-Paket. Die ist auch relativ tief. Ich habe da aber jetzt Sachen reingelegt. Und man hat halt den Vorteil der sag ich mal, Armablage, und du kannst sie sogar hier nach vorne schieben. Das heißt, während der Fahrt kannst du das, für die Autobahn ist das super. Wie gesagt, ich fahre überwiegend Autobahn und ich bin total zufrieden. Wir haben außerdem im mittleren Fach noch einen USB-A-Anschluss und 12 Volt dazu, und wir haben noch hier drüben einen USB-Anschluss. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall, wenn ihr euer Handy laden müsst und so weiter, versorgt. Ist kein USB-C, wie es eigentlich mittlerweile schon fast Standard ist. So langsam kommt das. Aber ist nicht schlimm. Gibt es Adapter für, das ist alles kein Problem. Auf jeden Fall jetzt hier nochmal die Modi an. Hier steht zum Beispiel E-Mode. Was bedeutet das alles? Oder was verbirgt sich dahinter? Das sind im Prinzip die Fahrmodis. Ich kann ja mal umstellen, wenn man es hier im Display mal sieht. Das ist einmal normal. Dann habe ich hier Range und Sherpa-Mode. Der Sherpa ist eigentlich uninteressant. Man merkt es jetzt auch schon, der schaltet sofort die Lüftung, Klima, alles aus, um wirklich mehr, sag ich mal, nicht unnötig Strom zu verbrauchen. Und der eigentliche Unterschied zwischen Normal und Range, beide haben dieselbe Leistung. Es ist halt, spiegelt sich im Fahrverhalten wieder. Beim normalen Modus ist es so, dass ich wie bei einer Automatik, dass ich quasi, wenn ich vom Gas gehe, dann gibt es, ich sag mal, man segelt. Es ist ganz, ganz wenig Rekuperation. Und im Range-Modus ist natürlich volle Rekuperation. Das heißt, dieses One-Pedal-Driving, das mache ich, wenn ich das haben möchte, dann muss ich den Range-Modus einstellen. Ja. Und One-Pedal-Driving bedeutet wirklich bis zum Stillstand? Bis zum Stillstand bleibt er stehen. Und wenn man vorausfahrende Fahrzeuge hat, tut er sogar mehr abbremsen. Also wenn man jetzt sagt, das Fahrzeug vor mir, das bremst jetzt stärker ab, dann tut er noch mehr Bremsleistung rein, sodass er das Fahrzeug noch früher zum Stehen bringen würde, wie wenn man jetzt, sage ich mal, komplett vom Gas geht. Ja. Toll, wirklich toll. Das fehlt mir beim Renault, kommen wir gleich zu. Was haben wir noch Schönes? Eine Ladeschale. Eine Ladeschale, okay. Da passen eigentlich alle Handys rein, selbst die großen im größeren Format. Ich habe da hier unten eine LED, die mir quasi signalisiert, dass er vernünftig lädt. Weil gerade wenn man kleinere Handys hat und die irgendwie so ein bisschen verrückt sind und der die nicht richtig hat, dann wird mir hier angezeigt, okay, das greift nicht, und dann muss man hier so ein bisschen drücken und dann. Das ist ja kein Problem, genau. Signalisiert ja alles. Einen Startknopf habt ihr auch, sehe ich? Ja, und zwar einmal quasi Zündung. Und wenn ich ein zweites Mal mache, dann weiß ich auch, dass das gibt ein akustisches Signal, dann weiß ich auch, dass das Fahrzeug fahrbereit ist. Oh, schön. Genau. Schön. Sehr, sehr schön. Jetzt geht auch der Bildschirm. Ich hoffe, ihr seht's. Ich zeige es euch mal. Kleinen Hinweis haben wir jetzt. Genau, und jetzt seht ihr hier schon das Info-Entertainment-System. Da können wir auch gleich noch mal ein paar Worte zu verlieren. Karte, Maps, habt ihr direkt schon drin, oder brauche ich dafür Android Auto oder Google Maps? Das ist alles schon mit drin, das funktioniert auch einwandfrei. Auch mit der Sprachsteuerung, das funktioniert eigentlich tadellos. Man kann aber, wenn man möchte, natürlich
kabellos Android Auto oder Apple CarPlay verbunden. Nice, wirklich nice. Kabellos, das ist wirklich der Zahn der Zeit, was ich euch gesagt habe, technisch. Ich komme jetzt mal ins Fahrzeug rein und leuchte jetzt mal hier lang. Wir haben im Prinzip hier noch in Klavierlack, was nicht ganz so schön ist, aber ist Geschmackssache. Die ganzen Funktionen, hier seht ihr sie nochmal, Klimasteuerung und so weiter, Warnblinklicht und Verriegeln des Fahrzeugs. Absolut toll. Ich gehe mal ein bisschen nach hinten, da seht ihr das ganze Fahrzeug auch nochmal so. Fiat 500, das Lenkrad ganz typisch 1957, erkennt sich hier wieder. Ich blende euch das Lenkrad mal gerade ein. 2 Speichen, genau. 2 Speichen, genau. Das ist halt einfach eine Raffinesse. Ich zeige euch mal den Display. So sieht der Display aus. Das heißt, ihr habt auf der linken Seite den Ladestand, die Kilometeranzeige und dann normal die Geschwindigkeit. Oben noch den Assistenzsystem. War. Also ist alles wirklich dabei. Kann ich mir auch frei konfigurieren. Ich habe jetzt zum Beispiel umgestellt, dass diese Charge- und Power-Anzeige, dass die quasi da drum herum ist. Das ist Geschmackssache, je nachdem, wie man das möchte. Wenn wir uns das Lenkrad noch mal anschauen, sehen wir hier auch verschiedene Bedienelemente für das Autopilot Level 2. Und dazu an der Seite noch eine verschiedene Funktionen, wenn ihr jetzt Telefonie macht. Also ist ganz cool gelöst, habt alles auf einen Blick. Hier drüben haben wir auch den Türöffner elektrisch und unten habt ihr hier nochmal mechanisch. Da könnt ihr hier einfach dran ziehen, falls die Elektrik aus was für einem Grund auch immer ausfällt. So, kommen wir mal zum Bedienelement an der Decke. Das ist ganz cool gemacht. Wir haben hier ein Assistenzsystem, hier SOS-Knopf und normale Bedienelement für die Beleuchtung. Martin, du hast mir gerade noch was Interessantes erzählt. Hau mal raus. Genau, und zwar wurde mir vom Händler erzählt, dass dieses Assistenzsystem im Falle eines Unfalls, also sagen wir, die Airbags werden ausgelöst durch einen Unfall, dann quasi Kontakt aufgenommen wird, wird eine Verbindung hergestellt und es wird dann quasi abgefragt, ob die Person dann ansprechbar ist, und wenn es kein Feedback gibt, wenn es keine Rückmeldung gibt, dann wird quasi der Standort geschickt an den RTW und der fährt dann direkt Cool. zu der Unfallstelle. Ja. Kommen wir mal nach hinten. Hier seht ihr im Prinzip die hinteren Sitze. Wir können direkt auch schon sagen, 2 Erwachsene in unseren Formaten wird ein bisschen knackig, wa? Das wird echt knackig. Wenn es sein muss, macht man es. Ja. Wenn nicht, dann. Genau. Dann geht man. Aber wir sehen hier auch einen Kindersitz. Das bedeutet, Isofix, Thema Isofix, habt ihr im Prinzip, ich zeige es euch gerade mal, an allen 3 Sitzen. Also natürlich Fahrersitz, macht keinen Sinn. aber an allen 3 anderen Sitzen habt ihr Isofix. Das heißt, das ist auch cool. Da könnt ihr auch im Prinzip euer Kind hier vorne hin positionieren. Martin, wie ist eigentlich die Soundanlage hier? Das war einer der Kaufgründe, warum ich mich für dieses Fahrzeug entschieden habe. Der Sound ist hervorragend, mir ist das wichtig. Ich fahre sehr viel Langstrecke und da muss das einfach dabei sein. Ja, ihr habt ja Lautsprecher überall. Da ist ein Lautsprecher, hier haben wir Lautsprecher, da, die Seiten sind Lautsprecher. Also es ist wirklich mega, wa? Absolut, ja. Ich bin sehr zufrieden mit. Das ist ein Lifestyle. Du hast selber gesagt, Durch das ist ein Lifestyle. durch, genau. Ein Lifestyle, ohne Mist. Man muss das wollen. Man muss das wollen, man muss drauf stehen. So, kommen wir jetzt mal zum Innenraum des Renaults und gleichzeitig auch zu dem Punkt eigentlich, wann ihr euch für einen Renault entscheiden solltet und wann für einen Fiat. Nämlich genau dann, wenn ihr wirklich mehrmals mal Leute mitnehmt, war Martin. Und ich würde einfach mal sagen, um das zu zeigen, Martin, setz dich einfach mal auf den Fahrersitz vom Renault und ich versuche mich hinter dich zu setzen. So, daher. Sitzen Sie bequem drinnen? Sehr gut, ja. Ja? Perfekt. Ich guck mal, wie es hinten aussieht. So würde das jetzt hinten aussehen. Das heißt, wir haben ja nicht nur einen 4-Sitzer, sondern einen 5-Sitzer. Und der Platzbedarf sieht jetzt so aus. Ich versuche jetzt mal hier einzusteigen, ob das machbar ist. Und ihr habt hier hinten in den Sitzen so eine kleine Luke. Das seht ihr auch, also systembar. Und so würde das Ganze jetzt aussehen. Martin, ich sitze hinter dir. 1,90 Meter und grobes Format ähnlich. So sieht das Ganze aus. Ich schwenke noch mal ein bisschen. Das ist wirklich der Hauptgrund eigentlich, wenn ihr Platz braucht. Wenn ihr sagt, okay, ihr fahrt öfters mal zu dritt oder wie auch immer oder habt jetzt kleine Kinder noch hinten oder sowas, dann empfehlen wir euch die Renault Zoe. Andernfalls, wenn ihr wirklich das nicht habt oder so, dann greift ohne Probleme zum Fiat. Wir schauen uns jetzt noch mal vorne das ganze Info-Entertainment-System und die Haptik an. Dafür komme ich mal vor. Renault hat hier in dieser Version, in der neuen Modellserie, kann man sagen, einiges verändert im Innenraum. Also es sieht deutlich wertiger aus, als wie noch vor, ich sag mal, 3-4 Jahren bei den alten Modellen, bei der Phase 1. Das fängt hier an im Prinzip mit diesem Stoff-Layout, alles recycelt. Dann haben wir hier nochmal die Steuerung für die Seitenspiegel und so weiter. Und dieser Stoff, den findet ihr immer wieder. Das heißt, wir haben hier im Sitz den Stoff, wir haben hinten
alles mit Stoff und da geht es auch wieder weiter mit Stoff. Was direkt auch bei Renault ein markantes Zeichen ist, ihr habt einen riesigen, wirklich einen riesigen Schlüssel. Ich weiß nicht warum, das ist ja fast ein Smartphone. Ja, darüber könnt ihr ganz normal das alles steuern, die einfachen Sachen. Wenn wir jetzt mal im Vergleich dazu den 500e Schlüssel legen, dann seht ihr auf jeden Fall einen gewaltigen Unterschied. Wie gesagt, ich weiß absolut nicht, warum Renault das so ein Watz macht. Den habt ihr nicht immer in eurer Hosentasche und habt dann immer eine schöne Beule drin. Nicht so geil. So, setzen wir uns noch mal entspannt rein. Dann sehen wir hier erstmal die Displays. Einmal Fahrerdisplay und einmal Beifahrerdisplay. Nicht Beifahrer, sondern Info-Entertainment-Display. Den gibt es auch größer. Also das ist jetzt der kleine. Reicht für unsere Zwecke. Den gibt es nochmal mit 9,3 Zoll. Da ist der ein bisschen größer. Alles in allem sind wir aber mit dem doch mittlerweile sehr zufrieden. Hier, ich schwenke mal rüber, haben wir das Fahrerdisplay. Das heißt, ihr seht hier ganz normal die Geschwindigkeit, den Batterieladestand und so weiter. Was ich cool finde, hier auch 272 Kilometer zeigt an, 69%. Bei Tesla weiß ich, ist zum Beispiel immer nur einseitig, also er zeigt nur eins an. Das ist ein bisschen blöd, Verbrauch ist hier oben und hier seht ihr noch, ob er charged oder ob er Power abgibt. Also alles in allem ziemlich cool, lässt sich auch einstellen. Aber in der Version jetzt hier, in der Experience-Version, haben wir leider, was haben wir hier, ein Pollenflug, das ist ja Wahnsinn. Da haben wir leider kein Navi drin, serienmäßig nicht. Das heißt, ihr habt hier nur Navi, wenn ihr Apple CarPlay nutzt oder Android Auto. Nächster Nachteil, was ich schade finde, das ist nicht wireless. Der Fiat hat es wireless, der hier hat es leider nicht wireless. Ich habe ein bisschen mir beholfen, indem ich eine CarLink-Box installiert habe. Die seht ihr hier drin. Das bedeutet, es ist so eine Box. Darüber geht das dann wireless. Nichtsdestotrotz ist das aber nicht Sinn der Sache. Schade, dass es nicht automatisch dabei ist. Ansonsten kann ich euch auch sagen, was nicht automatisch dabei ist, was nicht seriös ist, die Mittelarmlehne. Das ist eine Original Renault Mittelarmlehne, musste ich aber extra kaufen. Schade drum. Bedienelement vom Lenkrad, alles simpel, das kennt ihr alles einigermaßen, brauche ich euch nicht erklären. Wir haben hier Soft Touch, das lässt sich schon angreifen, allerdings auch nur, weil wir das Komfortpaket dazu genommen haben. Das bedeutet Lenkradheizung und Sitzheizung dabei. Weil sonst hast du das nicht und dann ist das Lenkrad auch nicht mehr von der Haptik so schön. Ihr habt auch ganz normal den Startknopf. Das bedeutet, wie beim 500er ist das, dann fährt auch das System hier hoch und habt hier unten nochmal, wie gesagt, Sitzheizung, dann Eco-Programm. Das heißt, wenn ihr mal in Eco fahrt, dann ist der begrenzt bis 104 km/h. Könnt ihr übersteuern, indem ihr einfach durchtretet. Hier unten haben wir noch Klimasteuerung. Wir haben hier, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Ich glaube, Klimaanlage ist ohne Gradzahlen und Klimaautomatik ist mit. Ich weiß es nicht, ich lege mich da nicht fest. Wir haben auf jeden Fall das einfache System. Hier drunter sind noch zwei USB-A-Buchsen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Mit einen AUX-Anschluss und natürlich auch 12 Volt, so wie es sein muss. Hier haben wir ein bisschen Ablage. Der Schalthebel ist auch ganz simpel. Da haben wir den R-Modus, N-Modus und D- bzw. B-Modus. Das heißt, B-Modus habt ihr eine verstärkte Rekuperation. Das ist ganz cool gelöst. Hier unten ist die Ladeschale. Das bedeutet, wenn euer Handy mal laden wollt oder sowas, legt das einfach hier rein. Und hier noch verschiedene Funktionen. Einmal Parkbremse und Auto Hold. Das bedeutet, wenn ihr irgendwo mal steht und länger als 2 Sekunden, dann hält das Fahrzeug automatisch die Bremse an und ihr müsst dann nichts mehr drücken. Und ansonsten, ja, ganz normale Sachen hier, Lichter. Hier ist nochmal eine kleine Info über die Passagiere. Lüftung habt ihr hier und wie gesagt, hier drüben den sogenannten Lane Assistant noch, so eine Unterstützung beim Fahren. Dann haben wir hier drüben noch die Beleuchtungsintensität und hier, wie gesagt, das ist der Knopf, um die Ladeklappe zu öffnen, was wirklich nicht so geil ist. Ihr könnt das AVAS-System auch ausschalten, habt ihr hier noch einen Button zu, müsst ihr jedes Mal neu aktivieren. Und ansonsten hinten sieht es entspannt aus, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Ich kann euch mal kurz die Geschwindigkeit hier noch zeigen, ist halt mit Touch. Das bedeutet, ich drücke jetzt mal auf Info, es öffnet doch recht schnell, da kann man nicht meckern. Wir haben auch bei beiden Fahrzeugen OTA-Updates. Das bedeutet, ihr kriegt immer mal News rein und haltet so das Fahrzeug immer auf den aktuellen Stand. Wir haben jetzt noch 9% im Akku und ich würde sagen, bevor wir zum Ende kommen, sag doch einfach noch mal, Martin, warum hast du dich für den 500er entschieden? Also das Auto tut mehr meine Bedürfnisse erfüllen wie die anderen am Markt. Die Sohle gehört auch mit dazu. Aber das sind dann so Kleinigkeiten wie, dass ich die Ladeleistung im Fahrzeug einstellen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel über eine PV-Anlage zu Hause lade und in der Regel haben die meisten Leute ja 10 Kilowatt Peak und bei bestem Wetter, sagen wir mal, er erreicht auch 10 Kilowatt Peak,
Dann habe ich aber in einer 11 kW Box ja schon nach Adam Riese immer noch nicht 11 erreicht. Das heißt, ich werde, selbst wenn ich eine PV-Anlage habe, immer einen Teil von der Anlage und einen Teil aus dem Netz beziehen. Wenn ich also jetzt nur Solarstrom laden mag, dann kann ich in dem Auto einstellen, in 5 Stufen, dass ich zum Beispiel dann niedriger lade, so dass ich tatsächlich, ich kann dann auf meiner App sehen, den Strom, den ich über die PV-Anlage reinbekomme, ist so und so viel. Und dann kann ich das anpassen und ich kann dann tatsächlich 100% Solarstrom laden. Das ist natürlich nicht möglich, wenn er die vollen 11 kW zieht. Dann muss er sie von irgendwo anders noch holen. Ne? Ja. Genau. Sofern natürlich die Wallbox keinen PV-Überschuss laden kann. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass jetzt gerade, wo das Förderprogramm läuft, die Leute natürlich, sag mal, die günstige Box nehmen, die das eben nicht kann, inklusive der Installation, dass wir dann etwa so bei diesen 900 € landen. Und dann kann man hier auch sagen, das Auto kann das. Ich stelle das im Auto ein, fertig. Absolut. Ja. Anderer Punkt, was wir auch schon gesagt haben, bei der Zoe haben wir die Ladeport vorne, ist ein Frontlader im Prinzip. Ja. Und bei Fiat 500e ist es genau links, auf der Beifahrerseite hinten. Das hat folgenden Sinn. Martin, willst du es kurz erklären? Ja, das ist in den Großstädten, wenn du da unterwegs bist und dann natürlich laden möchtest und du parkst. Es gibt ja entweder so wie hier, dass man quasi dann rückwärts reinparkt, da ist das alles kein Problem. Aber wenn man an der Straßenseite parkt, dann hat man natürlich macht das Sinn, den Ladeport hier auf der Fußgängerseite zu machen, weil da muss ich nicht auf die Straße laufen, um das Auto zu laden. Absolut richtig. Und da müsst ihr auch bedenken, wenn ihr eure Wallbox zu Hause habt, hier müsst ihr immer an der Front laden. Also müsst ihr immer ganz vorne hingehen und hier könnt ihr auch entspannt mal hinten laden. Also das ist wie nach Belieben. Was aber absolut keinen Sinn macht, Martin, ist, wenn ihr den Ladeport auf der Fahrerseite habt, weil willst du es kurz erklären, Martin? Ja, das ist noch wie bei Peugeot und Opel ist das, aus dem Alter der Verbrenner-Zeitalter, dass du quasi, das sieht man auch beim Peugeot 208e, dass der quasi auf der Fahrerseite ist. Das ist dem geschuldet, wenn man natürlich an eine Tankstelle fährt, dass man auf der Fahrerseite aussteigt und da schon direkt die Zapfsäule hat. Und natürlich ist jetzt beim Peugeot hier auf der Seite die die Ladebuchse, wie ich gerade erklärt habe. Wenn man jetzt also in der Stadt lädt und dann hat man hier die Ladesäule, dann muss man einfach die Fahrbahn rauf und dann. Genau. Ja, genau. Es gibt ein paar Punkte, die sind einfach Pflicht in der Elektromobilität. Dazu gehört ein CCS-Anschluss, der ist Pflicht. Alleine schon, weil die Autobahnen immer mehr mit CCS bestückt werden, nicht mehr mit Typ 2. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist Pflicht, dass ihr OTA-Updates bekommt. Das heißt, euer Fahrzeug kann sich über das Funknetz Update ziehen. Das ist auch Pflicht, da müsst ihr drauf achten. Und ansonsten, der Rest ist eigentlich viel Geschmackssache, oder? Ja. Ohne Mist. Die Fahrzeuge, die ähneln sich schon sehr. Also es gibt jetzt bis auf die Assistenzsysteme, da gibt es Unterschiede und natürlich die Größe. Mhm. Beide Fahrzeuge haben ihre, sag ich mal, Vor- und Nachteile. Ja. Man muss halt gucken, was sind so die eigenen Vorlieben. Also so wie jemand meint, ich muss da zu dritt irgendwie in einem Fiat fahren oder regelmäßig oder noch mehr. Das ist Unsinn, dafür ist das Auto nicht gedacht. Mhm. Dafür ist die Zoe dann natürlich ideal, aufgrund der 5 Türen, ne? Oder 4 Türen nennen, wenn man es so will. Ja. Sehe ich auch so. Und damit hast du eigentlich schon alles gesagt, wa? Mehr können wir zu den Review nicht sagen. Es ist eindeutig, wenn ihr Platz braucht, nehmt die Zoe. Wenn ihr Lifestyle wollt, wenn ihr technisch vorne sein wollt, nehmt auf jeden Fall einen 500e. Und ich finde ihn von der Optik auch nicht schlecht, kommt auch dazu. Und alles in allem so hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat, dass wir euch ein bisschen jetzt die Augen öffnen konnten und ihr beim nächsten Autokauf besser entscheiden könnt. Abonniert gerne den Kanal, Vielen Dank, dass du noch mal Zeit hattest. Das ist wirklich mega. Ich finde es wirklich geil, wenn Privatleute sich auch mal melden und wir zusammen ein Video machen können, weil es ist eine ganz andere Erfahrungswerte, die dahinter stehen, als wie wenn ich jetzt den Fiat nehme und einfach, sagen wir mal, ich kriege den einen halben Tag oder einen Tag. Ich kann das nicht wiedergeben, Leute. Das könnt ihr vergessen. Das ist halt einfach bei YouTube so normal. Deswegen hole ich mir immer gerne mal Leute, die wirklich das Auto auch leben und erfahren haben und das ist eindeutig ein anderes Level. So, in diesem Sinne verabschieden wir uns, nicht so viel babbeln. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, halt die Ohren steif und macht's gut. Ciao.